Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Ich habe mir überlegt, wir machen heute als Tagesbotschaft mal wieder ein 3-Karten-Reading. Das heißt, wir schauen uns die Anfänge von etwas an. Wir schauen, was wir tun können und wo es dann endet. Und ich bin gespannt. Ich mache es eigentlich ganz gerne, weil es einfach mal was anderes ist und auch irgendwie mega interessant, ne? Allerdings möchte ich nicht, dass man die Karten schon sieht. Hier haben wir den Ausgangspunkt. Was tut sich da und wie können wir was tun? Und wo endet es? So, unten haben wir das Thema Verspieltheit, also schon mal auch so ein Hinweis, mit Leichtigkeit an die Dinge zu gehen, nicht alles so ernst zu nehmen. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber es macht es leichter. Dann nehmen wir noch eine von den Lennys dazu. Und dann drehe ich das Ganze mal um und wir gucken. Was haben wir hier unten? Die Lilie. Hier möchte etwas harmonisiert werden. Hier legt man ein Schwert nieder. Hier kommt irgendwo Frieden rein. Und jetzt schauen wir mal die Ausgangssituation an. Okay, wir haben das Schicksal, die Herausforderungen, die Schwere vielleicht auch irgendwo. Und wir haben damit verbunden das Wachstum. Schwierige Zeiten lassen immer wachsen. Möglicherweise gibt es hier Situationen, ja, da spürt man, dass das Kreuz schwer wiegt oder man ist wirklich herausgefordert vom Schicksal. Und genau darin liegt jetzt die Möglichkeit zu wachsen. Die Fragestellung dieser Position ist ja, was ist jetzt, was ist die Ausgangssituation? Und die Karte sagt einfach, dass etwas, was unter der Oberfläche sich herangereift hat, wird nun sichtbar und kommt zum Tragen. Hier ist rasantes und schnelles Wachstum, hier dauert nichts ewig. Man hat hier sogar die Möglichkeit, mal an ein Wunder zu glauben. Man hat geistige Unterstützung oder auch die Unterstützung von oben, vom Universum. Wir haben spirituelles Wachstum. Wir sollen hier so ein bisschen auf unsere Grundlagen bauen. Das heißt, wir sollen Grundlagen erschaffen. Denn sobald hier Wachstum kommt, fängt eine Reise an, die eigene Lebensreise. Und zeigen sich ihr auch bemerkenswerte Dinge. Das heißt, Dinge, mit denen wir auch nicht rechnen. Und es beginnt hier tatsächlich eine Phase rasanten spirituellen und materiellen Wachstums. Deshalb liegt ja auch das Kreuz. Ja, hier steht noch, wir sollen uns bereit machen. Es kann eine wilde Fahrt werden. Okay, dann schauen wir, was wir auf dieser wilden Fahrt am besten tun sollen. Wir haben hier den Reiter. Es geht um Kommunikation, es geht um Bewegung. Es geht darum, die Richtung vorzugeben. Und ja, wir haben eine Transformationsphase. Eine Transformationsphase, die sehr viel Bewegung mitbringt. Wir haben hier den Schmetterling, hier die Pilze. Also hier einmal so Element Erde und hier Luft. Ja, und wenn wir hier diese Karte kriegen, dann kriegen wir gesagt, dass hier gewaltige Veränderungen kommen und wir uns in der Anfangs- oder in der Mitte dieses Wandlungsprozesses befinden. Mitte passt hier ja sehr gut. Und man zerberstet hier Strukturen oder Glaubensmuster, Ansichten, die nicht mehr dienlich sind
Und wir sind auf der Bewegung, uns mehr Lebensfreude und neuen Raum zu schaffen. Möglicherweise ist hier noch so ein bisschen die Phase, wo man auch verwirrt ist oder nicht so richtig die Auflösung sieht. Aber wir sind eben in Transformationsphasen immer in so Dingen verhaftet, die noch nicht ganz klar sind oder wo, bis die Erneuerung sichtbar ist, sich noch einiges tut. Hier darf man den Glauben behalten, man darf ja die Meinung haben, dass sich alles zum Besten hinordnet. Man lässt die Vergangenheit hinter sich. Alles wandelt sich, es beginnt ein neuer Zyklus und auch hier kann wieder eine wundersame Zeit entstehen. Das finde ich sehr gut, denn da wo Wachstum ist, da überwindet man auch etwas, was stagnieren hat lassen oder wo man sich so eingefroren fühlt oder man denkt, diese Schwere nimmt nie ab oder etwas geht endlos. Ne? Wir haben hier oben die schicksalshafte Bewegung. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben hier entweder das Gegenüber oder den männlichen Teil in uns, der sehr viel erschafft, der auf die Welt bringt, der ja, sich darum bemüht, dass wir alles haben. Und wir enden hier mit der Osterglockenfee tatsächlich also wir transformieren uns zu einem Neubeginn hin. Wir ernten vielleicht auch die Früchte unserer Arbeit. Hier sieht man die Blumen schon blühen. Die Jahreszeit fängt an, auf jegliche Art und Weise. Da wächst etwas unter der Erde, da wird es sichtbar. Da kriegen wir auch ganz doll so dieses Ding von dem Bewusstsein, dass zum Beispiel die Jahreszeiten, dieser Rhythmus, der immer wieder gleich ist, ne? Wir werden uns der Zyklen im Leben bewusst, den Regeln der Erde, das ewige Werden, Sein und Vergehen. Ja, und hier geht es jetzt los mit dem Frühling, ne, der jedem Winter folgt. Wir haben also die Trompetenform dieser Osterglocke, die so mit Verkündung in Verbindung gebracht wird. Ja, und es geht darum, etwas hinter sich zu lassen und komplett neu anzufangen. Es geht auch darum, dass man nicht mehr die gleichen Abläufe hat, wie man vielleicht im Alltag immer so gehandelt hat. Man hat nicht mehr dieses Gefühl, dass man jemand versorgen muss oder dass man das und das nähren muss, sondern man lässt hinter sich. Ne? Man verharrt nicht in alten Mustern, man ist bereit, in neue Gewässer aufzubrechen. Man hat sich der Angst vor dem Loslassen auch gestellt. Und hier findet man einfach zur Ganzheit zurück. Und es ist hier ein guter Tipp, einfach immer Anfang und Ende auch zu bejahen. Ich weiß, es ist alles nicht so leicht, aber da, wo das Schicksal kommt oder die Einflüsse von außen hoch sind, da können wir nicht dagegen angehen. Das müssen wir erleben und daran wachsen wir einfach. Hier ist auch wieder mehr Lebensfreude, mehr Vitalität, mehr Kraft. Man hat Raum für einen Neubeginn und auch Raum für das, wo wieder gute Dinge herkommen können. Ein Wahnsinn, ja? Jetzt gucken wir mal, welches Krafttier hier noch mitgeht. Ich muss mir das mal auf dem Schirm haben, dass ich die Legung gerne öfters machen würde, weil sie einfach mit wenig Karten kurz auf den Punkt kommt. Ne? Wir haben die Schwalbe dabei. Die Schwalbe ist hier der Hoffnungsbringer. Steht auch für Erneuerung an sich, eine Wende zum Guten, die sich ankündigt. Ja, mit der Schwalbe hat man auch sehr viel innere Führung. Man hat so die Leute um einen, die man braucht. Man kriegt neuen Schwung, etwas kommt mit Leichtigkeit. Das hatten wir ja unterm Deck, ne? Dieses Ding, dass wir verspielt an die Dinge rangehen. Ja, man darf ja auch mal dem anderen sagen, was man schon immer sagen wollte.
Man soll nicht den Blick fürs Wesentliche verlieren im Alltag, denn hier geht es um sehr viel zwischenmenschliche Dinge auch. Das hören wir in den Orakeln auch in der letzten Zeit immer wieder. Der Mensch muss sich wieder auf das Wesentliche besinnen. Weil genau das ist das, was Kraft bringt, woraus man wieder etwas schöpfen kann, was einem gut tut. Und das sind die Dinge, die das Leben auch lebenswert machen. Ne? Diese Erinnerungen, die man mit jemandem Zeit verbringt oder irgendetwas, gute Zeit, die vergisst man auch nicht. Okay, gucken wir, welche Pflanze noch mitkommt. Das Leben kommt in Bewegung, das haben wir hier in diesem Wandlungsprozess. Da lösen sich Gefühlsstauungen, da lösen sich Blockaden und der Ehrenpreis genießt hier auch ordentlich bei allem, was Wunden hinterlassen hat. So, dann noch die Vögel, dann lassen wir das so stehen für heute. Da hat sich einer umgedreht, das ist die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuerlust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Ja. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.